Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen blitzschnellen und ganz einfachen Apfelkuchen. Äpfel gibt es ja in Hülle und Fülle jetzt gerade zur Zeit. Und wenn man mal nicht so viel Zeit hat, ist dieser Apfelkuchen genau der richtige. Das Rezept findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort einfach die Box anklicken und mehr drücken. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal hier zu abonnieren und die kleine Glocke zu drücken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich verwende für dieses Rezept die Äpfel aus meinem Garten und es ist wichtig, dass es säuerliche Äpfel sind, also Boskop zum Beispiel oder Elster oder Braeburn. Keine Tafeläpfel, denn die sind dann zu süß und dann harmoniert das nicht so schön, die Süße des Teiges und die Säure der Äpfel. Also lasst uns loslegen mit diesem wunderbar einfachen Rezept. So, für dieses denkbar einfache Rezept geben wir uns erstmal die Butter in eine Schüssel. Alle Zutaten sollten bitte Zimmertemperatur haben, also eine Stunde vor dem Backen rausnehmen und einfach eine Weile stehen lassen. 125 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker und dazu gebe ich einen Teelöffel Vanilleextrakt ungefähr und 3 Eier. Daraus jetzt erstmal eine Schaummasse rühren, richtig schön lang aufschlagen, 5 bis 10 Minuten. Das Ganze einfach so lang verrühren, bis sich der Zucker schön aufgelöst hat und so eine schöne gleichmäßige Masse entstanden ist. Das gerade beiseite stellen und in einer separaten Schüssel das Mehl, 200 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und gerne etwas abgeriebene Zitronenschale. Die Zitrone habe ich mir vorher heiß abgewaschen. Ich gebe immer so die Hälfte der Schale dazu, oder so ein Drittel ungefähr. Den Rest reibe ich mir weiter ab. Ihr wisst es ja, auf ein Tellerchen lassen wir den trocknen. Das gerade alles miteinander schön vermischen, dass wir eine gute Mehlmischung haben. Ich verwende hier ganz normales Weizenmehl 405. Und jetzt können wir hier unseren Teig auch schon wiederholen. Gerade nur unterrühren, kurz. Ihr wisst ja, bei einem Rührteig immer die Eier-Zucker-Buttermasse länger rühren und dann das Mehl nur kurz unterheben. Bevor ich jetzt ganz verrühre, gebe ich noch 1 bis 2 Esslöffel Milch hinzu. Ich habe hier eine Pflanzenmilch. Ihr könnt aber auch gerne eine normale Milch, natürlich Wasser oder auch einen Rum zum Beispiel verwenden. Gerade noch mit unterrühren. Und das reicht schon, wirklich ganz kurz nur, nicht zu lange rühren, sonst wird der Teig leicht lätschig. Gucken, dass hier noch alles mit reinkommt. Und ihr seht, also das geht wirklich blitzschnell, dann ist man fertig. Gerade noch einmal mit dem Spatel unterheben. Und ihr seht, der Teig ist genau richtig. Gerade beiseite stellen. Den Ofen jetzt einfach schon vorheizen und in der Zeit können wir hier die Äpfel schälen. Das sind jetzt Äpfel aus meinem Garten, deswegen sehen die auch so ein bisschen anders aus als die Äpfel aus dem Supermarkt. Erschreckt euch bitte nicht. Das ist nun mal so, das ist Natur. Die schäle ich jetzt und dann viertel ich die und entkerne sie natürlich. Dann werde ich sie nochmal die Viertel jeweils ein bisschen einschneiden und mit Zitrone beträufeln. Das hier sind feinste Backäpfel. So. Also einfach dann entkernen und hier kann man den jetzt einfach so mehrfach einschneiden, dass sie einfach noch besser durchgaren. Und dann gerne auch mit Zitrone beträufeln, dass sie nicht so schnell braun werden. Das ist eigentlich das Aufwendigste am ganzen Rezept. Alles andere ist total easy und schnell. Wir haben hier 750 Gramm Äpfel ungefähr. Wenn wir die fertig haben, ist auch der Ofen vorgeheizt. 180 Grad Ober-Unterhitze, 160 Grad Umluft. Wie immer einschneiden. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon fast loslegen. So, alle Äpfel sind fertig. Ein bisschen Zitrone gebe ich noch drüber. So, gerade ein bisschen vermischen. Wunderschöne Äpfel aus meinem Garten und zwar von meinem kleinen Apfelbaum, den ich eigens als Backapfel angepflanzt habe. Ich bin mal sehr gespannt.
wie sie schmecken werden. Jetzt brauchen wir natürlich unsere Form. Ich habe hier meine 26 cm Springform. Ihr könnt aber auch meine Obstbodenform verwenden. Den Teig einfach hineinfüllen. Uiuiui, das Backpulver hat schon hier gearbeitet. Man sieht es richtig. Also das geht wirklich schnell, bis auf die Äpfel. Ich finde, das dauert immer noch so ein bisschen. Muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Aber das macht ja dann auch Spaß. Und Äpfel sind einfach so ein wunderbares Obst. Verstreichen. Und wenn ihr eine 24er Form nehmt, dann wird der Boden einfach etwas höher. Das ist ja ganz klar. Bei einer 28er wird er noch dünner. Und ich finde ihn eigentlich am besten geeignet für eine 26er Form. Also die Menge an Teig. So. Sehr schön. Tja, und jetzt können wir die Äpfelchen hier schon reindrücken. Ihr könnt auch wahlweise natürlich die Äpfel klein schneiden und einfach unter den Teig heben. Das geht auch, aber ich finde es bei diesem Kuchen sehr viel schöner, die Äpfel so ein bisschen reinzudrücken und dekorativ anzuordnen. Das ist einfach ganz, ganz toll, sieht dann auch wunderschön aus. So, den schönsten noch hier in der Mitte. Hier haben wir auch noch einen kleinen Spalt. So sieht das wunderschön wie eine Blume aus. Ein paar Äpfel habe ich noch übrig, aber nicht mehr viele. Also so ungefähr 700 Gramm Äpfel, 650 bis 700 Gramm. Und dann habt ihr auch genug für den Belag. Wunderbar. Der Ofen ist ja vorgeheizt. Und jetzt können wir den Kuchen auch schon backen. 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Ungefähr 40 bis 50 Minuten. Das sollte eigentlich reichen. ...40 Minuten war der Kuchen bei mir im Ofen und sieht wunderschön aus. Er ist jetzt fertig, das sehe ich. Aber ich mache natürlich nochmal die Stäbchenprobe, ob er auch wirklich durch ist. Einfach hier am Teig so ein bisschen einstechen. Ja, durchgebacken. Ich lasse ihn jetzt ein wenig abkühlen, dann werde ich den Ring abmachen, also 10 Minuten abkühlen lassen, in der Form Ring abmachen und dann kann man ihn auch gerne noch lauwarm probieren. Wirklich wunderschön. Ich bin jetzt schon einmal mit dem Messer hier lang gefahren. 10 Minuten habe ich ja gewartet und jetzt kann man hier einfach den Rand abheben. Und das Schöne an dieser Form ist, dass man darauf auch servieren kann. Man muss jetzt hier nicht groß verheben. Einfach hier mit dem Küchenpapier noch mal kurz sauber machen, Puderzucker drüber und wir sind fertig. Ich würde diesen Kuchen lauwarm servieren. Also einfach vielleicht jetzt noch eine halbe Stunde warten und dann Puderzucker drauf. Und los geht's. So, meine Lieben, ein bisschen habe ich ihn noch abkühlen lassen. Aber ich kann es natürlich auch kaum erwarten. Deswegen kommt jetzt noch ein Hauch Puderzucker oben drauf. Ein Hauch, nicht zu viel, sondern dass man noch schön das Muster auch sieht. Aber das so ein Hauch Zucker darf noch sein. Und selbstverständlich dürft ihr euch auch noch eine Sahne schlagen. Dazu, wenn ihr das wollt. So, wunderschön sieht das aus. Hier kann man jetzt noch mal sauber machen, wenn man möchte. Fertig zum Servieren, unser wunderschöner Apfelkuchen. Lasst uns probieren. Ja, dann wollen wir das wunderschöne Stück mal anschneiden. Bei mir ist der Kuchen jetzt wirklich noch ein wenig warm, aber das ist ja auch genau richtig so. Und da kommt unser einfacher und blitzschneller Apfelkuchen. Wunderschön mit Äpfeln aus meinem Garten. Ich liebe es einfach. Manchmal ist das Einfachste ganz bestimmt das Schönste. Und erinnert so ein bisschen an Oma. Ich habe mir übrigens noch einen Apfelkompott gekocht. Seht ihr hier mit Zimt und Kardamom und Nelken aus den restlichen Äpfeln. Das ist auch sehr empfehlenswert. Ein so schnelles Rezept, dass ich tatsächlich in einem Tag drehen fertig war. Also richtig schnell. Und ich freue mich jetzt sehr aufs Probieren. Sehr, sehr fluffig und wunderschön die Backäpfel. Gerne auch mit einem Klacks Sahne servieren natürlich.
sehr fluffiger Teig. Ihr seht es hier. Auch alleine schon gut, aber mit dem Apfel zusammen. Einfach köstlich. Die Kombination aus dem fluffigen Teig und den saftigen Äpfeln, säuerlich, Wahnsinn. Unbedingt einmal ausprobieren. Das war der einfache und blitzschnelle Apfelkuchen. Ein tolles Rezept. Ich hoffe, ihr backt es einmal nach. Schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schaut auch gerne im Shop vorbei. Den verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Da gibt es wunderschöne Sachen zu entdecken. Besonders meine eigene Backlinie mit der Krone. Die kommt immer noch versandkostenfrei zu euch. Deswegen gönnt euch einfach was Schönes. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Backen. Tschüss!